Wusstest du, dass in deinem Airfryer auch Gefahren dauern können? Ja, Gefahren auch, wodurch dein Essen nicht so toll wird, so gut, wie du das ganz gerne hättest. Bleib unbedingt dran an diesem Video hier. Ich erkläre dir ganz viel hier in diesem Video, worauf du achten solltest, damit du ein richtig tolles, genussvolles Essen bekommst und hier keine Fehler passieren. Fehler, die vielleicht sogar deinen Airfryer kosten könnten. Das möchtest du doch nicht. Doch bevor wir hier in dieses Video tiefer einsteigen, ist ja immer erstmal die erste Frage, welche Heißluftfritteuse ist für dich überhaupt die richtige? Denn die richtige Heißluftfritteuse ist ganz entscheidend auch für dein Ergebnis. Jetzt wirst du sagen, was hat denn mein Ergebnis mit der Heißluftfritteuse zu tun? Ja, kochst du für eine Person, kochst du für 2 Personen? Die Größe der Heißluftfritteuse ist sehr entscheidend, ganz, ganz wichtig für deine Ergebnisse auch. Oft denkt man, ach naja, so große Heißluftfritteuse brauche ich ja gar nicht. Ich koche ja für mich alleine. Ja, und da fängt der Fehler schon an. Oft werden die zu klein gekauft. Also besser gesagt, was heißt zu klein? Achte unbedingt auf die Korbgröße, denn die Korbgröße ist sehr, sehr entscheidend. Und was da wichtig ist, das schauen wir uns jetzt zum Einzelnen nochmal an. Ich habe nochmal ein extra Video gemacht, wo es darum geht, welche Heißluftfritteuse, welcher Airfryer. Da vergleiche ich auch Ninja Speedy oder die Stream, die neuen Modelle, die kommen. Das kannst du in einem separaten Video dann anschauen. Hier geht es jetzt um Fehler und Tipps. Und es geht hier nicht um Modelle, ob du ein No-Name-Modell hast, ob du eine Ninja hast, ob du eine Cosori hast oder Tefal. Es geht einfach allgemein um Empfehlungen für jede Heißluftfritteuse. So, dann fangen wir mal mit den Körben an. Ich habe jetzt hier mal meine 2 Körbe hergetan von meiner Cosori. Und da zeige ich erstmal den ersten Unterschied. Die Cosori, der Tower, der hat ja 2 unterschiedliche. Und du siehst, die sind von der Höhe einmal unterschiedlich. Und wenn wir jetzt bei dem unteren bleiben, der hat jetzt hier noch so einen Einsatz, den kann ich jetzt da drauf packen. Das bedeutet, ich könnte sogar auf 3 Ebenen kochen. Hier die erste Ebene, das ist die zweite Ebene. Und wenn der Korb dann nachher noch oben drüber kommt, die dritte Ebene. Jetzt nehme ich auch den mal kurz beiseite. Das sind ja die Körbe, die die meisten so gängig haben. Deswegen bleibt mir jetzt mal Hauptsache jetzt bei dieser Korbgröße. Was jetzt hier wichtig ist, schau, dass du hier einen großen Korb hast. Und ich zeige dir jetzt mal verschiedene Anwendungsbeispiele. Hier drinnen mache ich sehr gerne mein Rührei, mein Spiegelei und dergleichen. Das passt wunderbar hier rein und ich habe noch Platz. Hast du eine kleinere Heißluftfritteuse, passen sie nicht mehr rein, also vom Korb her. Der Korb ist fast mit das Wichtigste bei der Heißluftfritteuse, natürlich 10 Watt Zahl und der Bau der Heißluftfritteuse auch noch eine Rolle, aber der Korb ist schon eine ganz wesentliche Rolle. Deswegen gehe ich auf den Korb jetzt mal mehr drauf ein und zeige dir jetzt mal die einzelnen Punkte, warum, was, wo wichtig ist. Also das war jetzt ein Punkt. Jetzt geht es weiter, wenn du Kuchen backen willst. Das klappt wunderbar in so einer Heißluftfritteuse inzwischen. Hier habe ich eine 20er Form, die passt wunderbar da rein. Habe ich eine kleinere Heißluftfritteuse, kann ich nur die kleinere nehmen. Und das macht schon relativ viel aus bei einem Kuchen, ob du jetzt so eine Größe hast oder den hast. Weil das ist schon extrem klein. Hier hast du schon viel mehr Platz. Und was ich ganz gerne nutze, das sind so eine Glasschalen. Die gibt es in rund, die gibt es viereckig, verschiedene Größen. Und ich habe hier von denen habe ich ein ganzes Set von der ganzen Größe. Der Vorteil ist, hier kann ich den Deckel drauf machen, kann das zumachen, den Rest im Kühlschrank stellen. Nächsten Tag nehme ich ihn aus dem Kühlschrank raus, Deckel runter und kann in der Heißluftfritteuse wunderbar drinnen warm machen. Was aber noch wichtiger ist, wenn du es in der Heißluftfritteuse zubereitet hast, ist es ja da drinnen heiß. Wie bekommst du das wieder raus? Oft eine Frage in der Facebook-Gruppe, wie kriege ich das wieder raus? Dieser Helfer hier ist Gold wert. Aber der ist nur Gold wert, wenn du eine Form hast, die eine Kante hat, wo der greifen kann. Wenn du also eine Glasschale kaufst, immer eine mit Kante. Ist das hier oder auch die kleinen. Du kannst das sicher einfach aus der Heißluftfritteuse rausnehmen. Dann habe ich hier diese Silikonform, die ich auch ganz gerne reinnehme, wenn ich Brot oder dergleichen backe. Dann kommt der Teig hier drauf. Ich habe richtig schönen Platz. Ich kann richtig schönes großes Brot drinne backen. Da habe ich auch Videos jetzt hier auf dem Kanal, wo du das sehen kannst, wo ich Brot drinne backe. Und dann habe ich wunderbar Platz. Und also ich mache auch da Fraps und dergleichen drin. Also die ist
Ist auch eine sehr beliebte Form von mir, die ich immer wieder verwende. Und auch sie hat einen Außenrand. Und wenn da das Brot drin ist, ist es ja schwer und stabiler. Und dann kann ich das auch so wieder rausnehmen. Also wenn ihr dir Zubehör kaufst, achte dran, dass das einen Rand hat, damit du es entsprechend einfach wieder rausholen kannst. Ja, oder hier auch so eine Schale. Ist recht praktisch. Jetzt kommen wir zu den Silikonformen. Da gibt es auch die unterschiedlichsten. Die meisten haben inzwischen so eine Henkelchen da dran. Ob du Silikonform nimmst, ob du Backpapiereinsätze nimmst, musst du selber entscheiden. Ich habe darüber auch ein Video gemacht, weil ich bin kein Fan von großen Einsätzen hier rein. Warum? Du bearbeitest mit Luft. Wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Backpapier hier reinpacke, dann ist die schon ziemlich weg. Und was noch ganz wichtig ist, inzwischen gibt es ja diese Halter, die hier dran machen kann. Und wenn du wirklich Backpapier benutzt, dann mach so eine Halter da dran. Nicht, dass dir das hochfliegt und nachher noch Gefahr bedeutet. Aber was ich jetzt sagen wollte, du hast das Backpapier und drin, du denkst, oh klasse, meine Heißluftfritteuse, die verspritzt nicht so, ich brauche weniger zu reinigen und ich packe das rein. Aber die Luft kommt nicht mehr an dein Lebensmittel ran und die Lebensmittel werden nicht so gar. Und da habe ich ein Video, wo ich einen Vergleich habe, Backpapier, Silikonform oder ohne. Kannst du dir anschauen, kannst du selber entscheiden, wie du es in Zukunft machen möchtest. Jetzt sehe ich immer wieder Videos, die das als einen ganz heißen, tollen Tipp angeben. Mach das Backpapier da unten rein und das oben drüber und du musst nicht reinigen oder weniger. Einmal ist trotzdem weniger Luftraum, weil das Papier siehst du ja, das trägt etwas auf. Aber die größte Gefahr ist trotzdem, wenn du eine Heißluftfritteuse hast, wie die Cusoris, die haben Unter- und Oberhitze. Dann kann das von unten zu heiß werden und das Papier kann dir anfangen zu brennen von unten. Also, sieht toll aus, sieht einfach aus, aber auch hier ist eine Gefahr dabei. Jetzt machen wir den nächsten Punkt weiter. Wenn du Muffins machen willst, sind ja meistens die kleinen Päckchen mit dabei, wenn du so einen Fertigpack kaufst, die du reinstellen kannst in der Heißluftfritteuse. Oder du hast dir mal so unterschiedliche Formen gekauft. Ich sag mal, das sieht ja alles nett aus. Bloß einmal passt nicht viel rein. Und zum anderen, wenn du den Teig jetzt hier rein machst, er geht ja auf. Und in der Heißluftfritteuse ist ja sehr viel Luftstrom. Dann kommen immer wieder die Fragen, oh, warum werden meine Muffins schief, mein ganzer Kuchen ist alles schief, was habe ich falsch gemacht? Das Problem ist einfach der Luftstrom, der in der Heißluftfritteuse drin ist, der ist sowas von stark. Und da sind so eine kleinen Förmchen nicht ideal. Jetzt gibt es die größeren, die habe ich auch schon verwendet. Nur wenn du mal schaust, die sind sehr hoch und die können oben in deine Heizspirale kommen, wenn der Korb nicht hoch genug ist. Da habe ich ein Video mit drin, wie ich mit den Förmchen Muffins mache, wo mir genau das passiert ist. Ich habe dann den Korb gewechselt und hier habe ich genug Platz und die Muffins konnten wunderbar backen. Also auch das ist ein wichtiger Punkt bei der Korbgröße. Das ist ein Punkt, weshalb ich jetzt auch den Cursori Turbo Tower noch mehr liebe. Dass er den unterschiedlichen Höhen hat für eine Körbe. Die Körbe selber sind sehr groß und die unterschiedlichen Höhen. Auch diese Förmchen hier, die habe ich ganz gerne. Hier kannst du wunderbar Spiegeleier drin machen. Da ein Rührei, ein Omelett. Hier so ein Glasdeckel oben drüber. Und dein Ei kriegt keine hässliche Haut. Das sind so Weggläser, wo die Deckel dazu sind, die ich da ganz gerne immer wieder verwende. Du kannst auch das rausnehmen, kannst ein Wegglas reinstellen. Aber du siehst, auch das kommt wieder mit der Höhe an die Grenze. Da gibt es auch welche, die niedriger sind. Also wenn du Zubehör kaufst, schau auch immer nach der Höhe. Ob das bei deiner Heißluftfritteuse klappt, dass du noch genug Platz hast. Ja, und diese Silikonmatten hier, die siehst du bei mir fast ständig im Einsatz. Die habe ich mir unterschiedlich zugeschnitten, je nachdem vom Bedarf, wie ich sie brauche. Wenn ich jetzt Pommes so reinlege, dann fallen die oft hier durch. Nicht nur Pommes, auch andere Sachen. Und wenn ich das da drüber lege, kann nichts rausfallen. Und der große Vorteil ist, also bei dem etwas größer zugeschnittenen, ich kann das mit dem komplett rausnehmen und muss nicht da irgendwie kompliziert schütteln. Ich kann das ganz einfach mit meiner Matte rausnehmen.
Weil es gibt inzwischen so Noppen, die man da reinpacken kann, die helfen dir auch nicht viel. Besser ist einfach so eine Matte und die ist bedeutend billiger. Also das dürfte so mal im Groben jetzt erstmal das Wichtigste gewesen sein im Allgemeinen. Ich habe da extra noch ein Video auch, Vorsicht Zubehörfallen, da beschreibe ich das Ganze auch nochmal. Jetzt geht es weiter zum Öl. Es gibt ganz spezielle Öle für die Heißluftfritteuse. Die kannst du nehmen, du musst sie nicht nehmen. Also ich habe es probiert, das Öl. Das Öl ist nicht schlecht. Wie gesagt, du kannst es nehmen. Du kannst aber auch dir ganz einfach so eine Sprühflasche besorgen und füllst dein Öl. Kannst du einfach auch machen, kannst jedes beliebige Öl einfüllen, wie du das brauchst. Und dann kannst du das ganz einfach mit sprühen. Und die Flasche, die ich jetzt hier habe, das klappt wunderbar damit. Jetzt denkst du vielleicht, ich habe ja extra eine Heißluftfritteuse gekauft, damit ich kein Öl brauche. Richtig. Das heißt aber nicht, damit du gar kein Öl brauchst. Du brauchst bedeutend weniger Öl. Auch wenn du Gemüse machst, ist ein paar Spritzer Öl ganz, ganz wichtig, damit die vom Körper richtig verstoffwechselt werden können. Bei anderen Sachen, wenn du Schnitzel machst, ich habe wunderbare Schnitzel, die ich in der Heißluftfritteuse gemacht habe. Ohne Öl wird nichts knusprig. Ich habe die paniert, doppelte Panade gemacht, Öl eingesprüht und habe wunderbare Schnitzel. So als wenn sie aus der Pfanne gekommen wären. Und da schauen wir uns jetzt auch nochmal im Einzelnen an. Ja, jetzt hatten wir schon über Öl gesprochen, ob Airfryer-Spray oder anderes Öl. Nur, du kannst nicht jedes beliebige Öl nehmen. Das ist noch ganz wichtig, ich hätte es beinahe vergessen zu sagen. Ganz wichtiges Öl nehmen, welches einen hohen Rauchpunkt hat. Und ich persönlich, ich verwende sehr viel Rapsöl. Und Rapsöl, da gibt es sehr, sehr unterschiedliche alte Meinungen, alte Mythen oder wie soll ich sagen. Ich habe auch mit meinem Arzt drüber gesprochen, weil auf seinen Wunsch hin und den Wunsch meiner Gruppe sind 2 Bücher entstanden. Und zwar diese beiden einfache Airfryer-Rezepte bei Fettleber. Band 1 und jetzt gibt es inzwischen auch noch das Band 2 dabei. Und da habe ich auch das Thema Rapsöl, Öle, alles ausführlich mit meinem Arzt besprochen. Und auch das findest du hier in diesem Buch nochmal sehr ausführlich dargestellt. Schau, und so gut werden Schnitzel aus der Heißluftfritteuse. Das ist die Kruste. Ich hoffe, der Fernseher von meinem Mann ist nicht zu laut. Und Schnitzelfleisch drin. Also, top. Schnitzel ist gelungen, gut gewürzt, schön paniert und genau richtig vom Fleisch. Super, das freut mich. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Fetthaltige Lebensmittel. Lebensmittel mit hohem Fettgehalt wie Speck, Rumsteak, ja, Ente und dergleichen. Aber wir alle lieben Speck, Rumsteak aus der Heißluftfritteuse. Nur man muss wissen, wie es geht. Und hier zeige ich dir, auf was du da achten musst, damit dieses, was jetzt hier steht, nicht zutrifft. So, ich habe jetzt hier die Heißluftfritteuse, habe ich jetzt den Korb jetzt hier. Die Crispplatte habe ich unten drin. Und jetzt ein Tipp von mir. Wenn deine Heißluftfritteuse drin, wenn du Speck oder fette Sachen brätst, kann das vorkommen, dass Qualm aufsteigt, weil das Fett läuft ja runter und verbrennt unten. Das ist auch je Heißluftfritteuse etwas unterschiedlich. Manche neigen dazu, andere eigentlich weniger. Und klär ab in deine Heißluftfritteuse, ob du Wasser unten reinmachen darfst. Die meisten darf man das inzwischen. Da machst du unten ein bisschen Wasser rein, so wie du das jetzt hier siehst. Das Fett, was dann abspritzt, kommt in das Wasser rein und die Heißluftfritteuse qualmt nicht. Jetzt kommt als nächstes meine Hähnchenschenkel drauf. Ich packe die jetzt erstmal von dieser Seite rein. Die haben richtig schön Platz hier drin. Das ist auch das A und O bei einer Heißluftfritteuse. Du brauchst viel Platz. So, 180 Grad, 15 Minuten. Und dann werden die einmal gedreht. So, ich nehme die untere Schublade von der Corsori. Hier oben bereite ich nachher noch was anderes zu. Das ist jetzt gut bei der Corsori, dass ich 2 Schubladen habe. 180 Grad und 15 Minuten lasse ich das jetzt erstmal laufen. So, die erste Viertelstunde ist rum. Ja, schau. Jetzt drehe ich die gerade einmal. So, einmal gedreht. Kommt sie wieder in die Heißluftfritteuse rein. Wieder 180 Grad und wieder 15 Minuten. So, meine Corsori hat gerufen, die 15 Minuten werden rum. Dann schaue ich mal. Ja, wisst ihr,
So, jetzt fehlt noch ein bisschen Power zum Schluss. Jetzt gehe ich mal ganz kurz hoch auf 190 Grad und das Ganze für 10 Minuten. 10 Minuten und Start. So, mal ganz kurz zwischendrin, da siehst du, also hier kommt nirgendwo Qualm oder irgendwas raus. Und das Hähnchen, wenn ich nachher aufmache, die Schublade, siehst du, dass da richtig gut Fett unten drin ist. Hätte ich jetzt kein Wasser unten reingetan, dann würden hier schon die ersten Dampfwolken entsprechend hoch gehen. Und das kann man so mit diesem Tipp ganz einfach vermeiden. Also keine Probleme, keine Angst wegen Fett, was man hier geschrieben hat, Speck, Würstchen oder dergleichen, nicht in Heißluftfritteuse machen, wegen Spritzgefahr oder dergleichen. Vergiss das einfach. Mit meinen Tipps, mit meinen Tricks, mit meinen Ratschlägen, die ich dir gebe, kannst du wunderbar und einfach mit der Heißluftfritteuse kochen. Und wir schauen uns jetzt gleich den nächsten Tipp an, was du angeblich nicht in der Heißluftfritteuse machen sollst, aber was so wunderbar wird. Ja, ich hatte auch einmal eine Heißluftfritteuse zum Testen und da stand in der Bedienungsanleitung drin, man sollte keine Bratwürstchen drinnen machen. Das ist ja der Liebling in der Heißluftfritteuse, Bratwürstchen. Warum soll ich die nicht machen? Ich muss wissen, wie. Da zeige ich dir auch, was bei Bratwürstchen zu beachten ist. Da ist es nicht das Wasser unten drin, da ist es ein anderer Tipp. Also kurz zwischendrin die Bratwurst. Du siehst, hier habe ich jetzt 2 Bratwürstchen liegen, ganz normal. Und diese Bratwürstchen, die schneide ich jetzt hier entsprechend ein. Siehst du, die ritze ich jetzt so schräg von oben, von der Oberfläche ein. Und durch dieses Einritzen verhinderst du, dass die Bratwürste dann nachher entsprechend unkontrolliert platzen und Fett nach oben an der Heizspirale kommt. Und schau, jetzt sind wir auch gleich 81 Grad, 15 Minuten hatte ich das Ganze in der Heißluftfritteuse drin und das war nachher das fertige Gericht. So, fertig, schauen wir mal. Guck mal, die sehen doch richtig gut aus. So, schau. Hier nochmal. Du hörst doch schon, wie das knuspert. Da unten kannst du das ganze Fett sehen, was jetzt rausgebacken ist. Denn jetzt kommen wir gleich zum nächsten Punkt, was ich jetzt hier auch an diesen Hähnchenschenkeln zeigen kann. Oft wird ja gesagt, das Fleisch ist außen richtig knusprig und innen noch nicht durch. Ein Fleischthermometer und es wird alles bestens. Du misst die Temperatur, in diesem Fall sind es um 90 Grad, ein klein bisschen hoch, aber es war richtig ideal, das Fleisch innen drinne, wie es zubereitet wurde. Und ich zeige dir jetzt noch mal ganz kurz das Steak, wie das richtig knusprig wird. Also keine Angst vor Fleisch, vor Steak, vor dicken Fleisch. Ein Fleischthermometer ist da deine Lösung. Ja, und ich blende dir jetzt hier mal ganz kurz Steak ein, damit du siehst, wie saftig, wie toll ein Steak werden kann. Weil ich war hier in Frankfurt bei der Corsori zu dem Event, da hat er das Steak jetzt zubereitet und schau mir das saftige Steak innen drinne an. Das sieht sowas von lecker aus. Und all das kannst du wirklich in deiner Heißluftfritteuse wunderbar zubereiten. Du musst nur wissen, wie. Aber jetzt gucken wir uns das Hähnchenschenkel, das Ergebnis auch erstmal nochmal an. Ja, und schau mal, sieht das nicht lecker aus. Ja, aber du willst ja bestimmt den Anschnitt noch sehen. Das schauen wir uns jetzt auch gleich noch an. So, jetzt werden wir auch mal anschneiden. Nehme ich mal eins. Das geht schon ganz allein. Ich brauche gar nicht groß zu schneiden. Aber du siehst, es ist bis... Gucken nicht, ist alles noch heiß. Aber es ist komplett richtig gut. Ja, ich habe mir jetzt gedacht, ich nehme mir gerade das Video von dem Schweinebraten. Da siehst du ja, das ist ein richtig dickes Stückchen Fleisch, was ich da habe. Und da zeige ich dir, wie einfach du das mit einem Fleischthermometer entsprechend lösen kannst. Wenn das ganze komplette Rezept interessiert für den Schweinebraten, da gibt es ein extra Video dazu, das verlinke ich dir unten in der Beschreibung. Ja, der Schweinebraten kommt jetzt aus dem Beutel raus. Hier habe ich mein Fleischthermometer und das Fleischthermometer stecke ich jetzt hier in den Schweinebraten rein. Da ist so eine Markierung, deswegen habe ich jetzt nochmal geschaut, also bis zu dieser Markierung muss es in das Fleisch rein, aber nicht weiter. Es sieht jetzt ein bisschen weiter aus, als es eigentlich ist. Und das Tolle ist halt hier, dass ich das über das Handy dementsprechend auch gleich koppeln kann und sehen kann, wie sich das Ganze nachher von der Temperatur weiterentwickelt. So, und jetzt geht es rüber zum Speedy. In Speedy kommt unten das Wasser entsprechend rein. Also eine Tasse voll habe ich da entsprechend genommen. Das langt voll und ganz. Jetzt habe ich meine Grillplatte, wo ich schaue, dass die Füßchen alle eingeklappt sind, weil ich möchte es ja ganz unten reinlegen. Und du siehst, das Wasser ist also nicht bis über die Kante, sondern Unterkante von der Grillplatte. Und das langt so voll und ganz. Und da kommt jetzt dieser Schweinebraten mit dem Fleischthermometer oben drüber. Hebel runter und Funktion
Einschalten, Airfryer steht ja noch, Temperatur auf 160 Grad runter. Oh, das ist jetzt schlecht zu sehen, sehe ich im Nachhinein. Ja, und von der Zeit habe ich jetzt 1 Stunde eingestellt und dann gestartet. Ja, die Sonne stand etwas schlecht, deswegen ist das jetzt schlecht zu sehen. So, das Schöne ist, dass du jetzt auf dem Handy das Ganze nachverfolgen kannst. Wenn du mal unten drauf schaust, da siehst du, es ist von 101 ist es auf 103 gestiegen, 105. Das ist jetzt die Temperatur im Drinne, wie die Temperatur vom Fleisch jetzt anfängt und hochsteigt. So, nach 1 Stunde. Ich schalte jetzt noch mal 15 Minuten nach. Und bei der Temperatur bleibe ich bei 160 Grad. Ja, inzwischen bin ich bei 70 Grad angekommen. Ich hatte auch den in der Mitte, in der Hälfte der Garzeit, hatte ich den auch mal umgedreht, den Schweinebraten. Also einmal gewendet. Und ich habe mir überlegt, ich lasse ihn doch nicht bis 74 Grad, sondern ich nehme ihn bei 71 Grad, nehme ich ihn jetzt dann raus. Da siehst du, so steckt das Thermometer jetzt zum Schluss noch drin. Das muss ich jetzt mal rausholen. Jetzt habe ich meine Handschuhe und versuche das rauszunehmen. Oh, das war doch etwas heiß. Jetzt mache ich doppelten Handschuh, stecke 2 ineinander rein. Dann soll das eher klappen. Jo, so hat das wunderbar geklappt. Also musst du Obacht geben, das Thema, das ist doch sehr, sehr heiß, wenn du das da rausholst. Dann hat es die Finger nicht verbrennst. Ich hätte sie beinahe verbrannt. Ja, und du siehst hier, wie klasse der Schweinebraten geworden ist. Ich hatte noch eine Soße dazu gemacht. Und also Fleisch, Steaks, dickes Fleisch, Speck, alles kein Problem. Du musst wissen, was du beachten musst. Die ersten Punkte, die haben wir jetzt gerade besprochen. Ja, dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, Toast und leichtes Brot. Ja, und vielleicht fragst du dich jetzt auch, ja, warum soll das überhaupt fliegen oder was gibt's denn, was könnte denn alles noch so alles fliegen? Ja, also Käse ist besonders beliebt, dass der auch schnell durch die Gegend fliegt und das liegt an der Dynamik von der Heißluftfritteuse. Da ist ja ein ganz starker Luftstrom in der Heißluftfritteuse, der dafür sorgt, dass die Speisen alles gar werden. Und dieser starke Luftstrom, der verursacht doch, dass leichtere Sachen, ja, wie Käse. Ja, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, fliegender Käse. Das Ärgernis Nummer 1 in meiner Heißluftgruppe wird immer wieder gefragt, was kann ich denn machen, damit der Käse mir nicht davonfliegt. Also du kannst entweder, wenn du hier in diesem Fall hatte ich jetzt Toastbrot gemacht, habe ich das Toastbrot etwas vorfrittiert, aber das ist jetzt auch etwas leicht mit einer Matte befestigt, damit dir das Toastbrot auch nicht in der Heißluftfritteuse durch die Gegend fliegt. Weil mir ist selbst auch schon andere Sachen durch die Gegend geflogen. Jetzt ist das Toastbrot warm, heiß und wenn ich jetzt den Käse da oben drüber lege, dann schmilzt der schon mal schneller und es kann nicht mehr ganz so schnell der Käse davon fliegen. Das ist eine Möglichkeit, die du machen könntest. Ja, ich habe jetzt hier auch so Zahnstocher, das wäre eine andere Möglichkeit. Du könntest das Ganze jetzt auch mit Zahnstocher noch fixieren. Hier nebenan siehst du, habe ich jetzt so ein Toastbrot, das vorfrittierte, und jetzt habe ich ein Glas und drücke so ein Loch in die Mitte rein. Ich zeige dir nämlich jetzt gleich noch einen nächsten Trick oder einen Tipp, wie du leckeres Frühstück machen kannst. So, jetzt habe ich ein Ei, das kommt jetzt gerade in dieses kleine Loch, was da entstanden ist, kommt das Ei jetzt rein und da oben drüber packe ich jetzt noch eine Scheibe Käse. Ja, und so habe ich das jetzt bei 81 Grad für 7 Minuten in die Heißluftfritteuse getan. Schau, und hier ist das leckere Ergebnis, also das war richtig schön knusprig. Das musst du unbedingt mal nachmachen, ausprobieren, das schmeckt ganz klasse. Ja, und zum Schluss kommen sie jetzt noch auf den Punkt, so reinigen die Heißluftfritteuse. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Reinigung deiner Heißluftfritteuse darfst du auf keinen Fall vernachlässigen. Das ist das A und O, es ist ein Herzstück, du möchtest lange Freude an ihr haben. Und ja, leider sehe ich immer wieder Posts in meiner Facebook-Gruppe, wo dann Hilfe geschrien wird. Meine Heißluftfritteuse sieht so aus, was habe ich falsch gemacht? Und auch hier gebe ich dir jetzt Tipps, was du machen musst, oder die hast du auch schon zum Teil im Video jetzt hier gehört, damit deine Heißluftfritteuse schön sauber bleibt immer und du lange Freude an deiner Heißluftfritteuse hast. Ja, schau dir die Modelle ganz genau an. Einige Modelle sind schwieriger zu reinigen als andere, was auf der Dauer ärgerlich sein kann. Was du beachten solltest, schau auf Modelle, bei denen die Teile leicht zu entfernen sind und spülmaschinenfest. Eine einfache Reinigung spart dir Zeit
und fördert die regelmäßige Nutzung. Schau dir die Körbe genau an. Sind scharfe Kanten drin oder dergleichen. Dementsprechend schwierige lassen sich auch die Heißluftfritteusen reinigen. Und du möchtest doch Freude an deiner Heißluftfritteuse haben und dich nicht wegen der Reinigung ärgern oder die vielleicht dann sogar wieder in den Schrank verstauen. Schau, so sieht mein Ninja Speedy zum Beispiel die Heizspirale nach über 1 Jahr Nutzung aus. Und damit auch deine Heizspirale sauber bleibt oder was du machen kannst, das alles erfährst du auch hier in diesem Video. Nicht nur Ninja Speedy, denn wir gehen jetzt auch mal rüber und schauen uns mal den Cosori an. Der Cosori hat ja 2 Heizspiralen, eine im unteren Bereich, bei der Schubfach, und eine oben drüber. Das ist das unterste Fach. Das ist auch der Vorteil von dem Cosori. Mit diesen 2 Heizspiralen. So, und jetzt schauen wir uns die obere Heizspirale noch an. Gar nicht ganz so einfach. Aber du siehst auch hier, diese Heizspirale nach mehrmaligen oder oft benutzen ist sauber. Was ich jetzt gerade sehe, im hinteren Bereich, da sind wieder noch Fettspritzer dran, die ich auch noch jetzt beseitigen muss. Hier siehst du jetzt zum Beispiel einen Korb, nachdem ich die Cosori benutzt hatte, und oben drüber auch die einzelne Fläche, und du siehst die sehr mit Staub. Und auch das beseitigen wir gemeinsam. So, dann fangen wir mal oben an. Und ich habe jetzt hier ein ganz einfaches Mikrofasertuch. Und mit dem fahre ich jetzt hier schon mal oben drüber. Du siehst jetzt hier noch die Finger, aber ansonsten ist er schon allein dadurch schon gut sauber geworden. So, jetzt habe ich das Tuch leicht feucht gemacht. Und jetzt reibe ich im leicht feuchten Zustand darüber. Das Ganze jetzt nochmal trocken reiben. Also jetzt auch mal mache ich mal den Stecker raus. Denn eigentlich sollte man den Stecker ja immer draußen lassen. So, wenn du jetzt schaust, kann ich mich drinnen im Prinzip schon wieder spiegeln. Guck mal, schau mal, wenn ich die Hand darüber lege. Das Display, alles ist schon richtig sauber. Jetzt kommt der Stecker mal wieder rein. Du kannst jetzt hier wunderbar wieder alles erkennen. Das Display, alles ist wieder sauber. Dann schauen wir uns im nächsten Bereich den Korb alles an. Aber dafür ganz wichtig, bevor du irgendwo jetzt reingreifst oder dergleichen, unbedingt jetzt den Stecker wieder ziehen. Also ich schalte erstmal aus und ziehe jetzt den Stecker. Also immer wenn du in Heißluftfritteusen drinnen arbeitest, was sauber machst, muss der Stecker gezogen werden. So, als erstes werde ich jetzt ganz normal den Korb reinigen. Das mache ich ganz normal in meiner Spüle. Etwas Spüle, heißes Wasser rein und schon ist der Korb wieder sauber. So, bei der Reinigung vom Korb langt, wenn du einfach Seifenwasser reinmachst und das mit einer Spülung, mit einer Bürste ganz einfach reinigst. Das ist das Einfachste, den Korb zu reinigen. Aber jetzt schauen wir uns mal die Heizspirale an, was da zu beachten ist. So, schau, so ist der Korb rundherum alles wieder sauber. Ja, und jetzt zeige ich dir einen ganz einfachen Trick mit Zitrone. Denn in der Airfryer-Gruppe, in meiner Heißluftfritteusen-Gruppe, werde ich öfters gefragt, oder wird öfters gefragt, ja, was macht ihr denn, wenn eure Heißluftfritteuse stinkt, ihr hattet vorher Fisch oder dergleichen drin. Also erstmal generell so viel Gestank entsteht überhaupt nicht in der Heißluftfritteuse. Aber ein ganz einfacher Trick, den du jederzeit machen kannst, eine halbe Zitrone einfach nehmen, die reinpacken, mal kurz mit dem Airfryer noch einschalten. So. So, dann drücke ich einfach auf Start. Die untere Schublade habe ich noch draußen. Da bin ich gerade was am Vorbereiten. Und ja, du brauchst ja gar nicht allzu hohe Temperatur. 81 Grad. Das Ganze für 3 Minuten laufen lassen. Jetzt hatte ich noch den Hixe dabei. So, dann kannst du das rausholen. Also, etwas heiß noch jetzt, ja. Aber mit diesem Zitronentrick, was jetzt auch ist, die Zitrone, ich will jetzt mal kurz darauf, dass es heiß. Also die Zitrone kannst du jetzt auch wunderbar noch weiter verwenden, auspressen, weil der Duft ist nicht von dem Fisch oder was vorher jemand in die Zitrone übergegangen, sondern die Zitrone hat den Duft verbreitet. Und eine Zitrone so warm gemacht, hat auch mehr Saft. Das hat mir mal ein Koch erklärt. So, jetzt war die Kamera nicht an.
Also ich habe jetzt machen wir weiter mit der Reinigung. Nachdem wir jetzt die Pommes noch gemacht haben, die Heißluftfritteuse ist jetzt auch noch warm, da ist das ideal, wenn ich gleich weitermache. Meine Zitrone von vorhin, wo ich euch den Zitronentrick gezeigt habe, habe ich klein geschnitten und die habe ich jetzt hier drin. Und diese Schale kommt jetzt in die Heißluftfritteuse und jetzt gehen wir rüber in der Heißluftfritteuse und machen da weiter. So, dann öffne ich mal den Korb, hole den mal raus. Da der Korb heiß ist, habe ich die mit meinen Helferchen jetzt hier meine Glasschale rein in den Korb. Jetzt mache ich das zu. Heißluftfritteuse wieder einschalten. Korb 1 ist aktiv und 200 Grad. Und das Ganze für, brauche ich 10 Minuten, die ist heiß. Ich nehme jetzt nur noch 5 Minuten. Das langt. So, jetzt lasse ich jetzt 5 Minuten da drin das Wasser kurz aufkochen. Die Heißluftfritteuse war ja noch heiß, deswegen mache ich jetzt kürzere Zeit. Du kannst auch 10 Minuten einstellen. Ich erreiche jetzt damit, dass jetzt Feuchtigkeit in der Heißluftfritteuse auch drin verteilt wird. Der Dampf steigt nochmal hoch, vom Duft nochmal wird es herrlicher. Und wie gesagt, schauen wir uns dann nach den Reinigungsvorgang weiter an. So, die Zeit ist rum. Jetzt kann ich das hier rausnehmen. Du siehst jetzt auch, vielleicht kann man jetzt sehen, wie der Dampf jetzt hier hochgekommen ist, der Wasserdampf. Du kannst es auch noch eine Weile drinnen stehen lassen und den Wasserdampf noch weiter wirken lassen. Und so abkühlen, weil so ist es jetzt zu heiß. Aber das nächste, was ganz, ganz wichtig ist, den Stecker jetzt ziehen. Wir wollen ihn nachher drinnen sauber machen. So, ich nehme das jetzt auch mal raus, damit es ein bisschen schneller abkühlt, damit ich ihn weitermachen kann. Und zum Weitermachen brauche ich dann dieses Schwammtuch. Das ist richtig ideal dafür. Jetzt machen wir mal einen Blick in die Heißluftfritteuse rein. Jetzt siehst du, wie feucht das da hinten ist. Und du siehst, dass da hinten auch doch einiges ist, was ich jetzt beseitigen muss. Also kommt etwas schlecht in den Heißluftfritteusen generell rein, aber mach auf keinen Fall das, was auf TikTok oder sonst wo gezeigt wird, die umdrehen und Wasser reinkippen. Das darfst du auf keinen Fall machen. Also auch so chaotische Sachen, die werden gezeigt. So, mit diesem Tuch gehe ich dann jetzt in die Heißluftfritteuse rein und reibe ihn drinnen aus. Das kann ich jetzt leider nicht zeichnen. Ich weiß nicht, wie ich es mit der Kamera aufnehmen soll, aber ich glaube, ihr könnt es euch vorstellen, wie ich da drinnen dann nachher das entsprechend abreibe. So, hier kannst du jetzt sehen, ich bin mit dem Tuch schon drin rum. Das ist gut, weil der Schwamm, also das ist so ein Mikrofasertuch mit Schwamm drin. Dadurch kann ich es etwas so rund machen. Das ist etwas fester und dann kann ich leichter da drinnen abreiben. Was ich jetzt noch mache, jetzt mache ich den feucht. Jetzt habe ich ihn feucht gemacht und jetzt fahre ich über die Heizspirale. Du hörst es noch, dass es ganz leicht zischt. Es ist noch etwas warm, aber so kannst du jetzt ganz sachte über die Heizspirale drüber fahren und noch den Rest wegmachen. Und wenn du das immer gleich machst, dann bleibt deine Heißluftfritteuse sauber. So, und sollte deine Heißluftfritteuse zu sehr, ja, wie soll ich jetzt richtig sagen, du hast es nicht gleich sauber gemacht, es ist irgendwas eingebrannt, dann gehen wir jetzt mal auf meine Internetseite, da zeige ich dir noch weitere Tipps. Ja, und jetzt denkst du dich vielleicht, Mensch, hätte ich das ja vorher gewusst, aber meine Heißluftfritteuse ist ja jetzt nicht richtig gereinigt worden oder ich habe Fehler gemacht. Und dann habe ich für dich hier einen guten Tipp. Auf meiner Internetseite findest du hier verschiedene Methoden, wie du dann anwenden kannst, damit du deine Heißluftfritteuse wieder schön sauber bekommst. Erprobte Methoden, auch hier dann nochmal näher erläutert. So viel zur Reinigung. Vorsicht, Backpapier. 180 Grad wieder, 10 Minuten, Start. Guck mal, was jetzt passiert ist. Hast du es gesehen? Das Backpapier geht hoch. Das ist äußerst gefährlich. Deswegen lege ich jetzt meine Würste mal ganz auseinander. Weil nämlich normalerweise nutze ich kein Backpapier, weil mir das einfach zu gefährlich ist. Ja, ein Sicherheitshinweis möchte ich hier mal bekannt geben, der besonders auch bei einer Heißluftfritteuse in der Bedienungsanleitung drin steht. Deswegen auch von mir nochmal der Hinweis, unbedingt in die Bedienungsanleitungen schauen, was da drin steht. Hier einmal ein Sicherheitshinweis. Achtung, bitte zieht die Stecker aus der Steckdose, wenn ihr sie nicht mehr benutzt. Nicht über Nacht drin lassen, es kann zu Bränden führen. Das war ein Sicherheitshinweis, speziell jetzt für die
Fay Mini von Tefal, die mit den Rührarm drin hat. Und ja, darauf wird extra darauf hingewiesen, auf keinen Fall den Rührarm auch herauszunehmen. Und es können unter Umständen Spritzer von Flüssigkeiten in den Motor gelangen, was zum Kurzschluss führen kann. Und da sind wir noch mal bei dem Thema Flüssigkeit. Und zwar, ja, es kommen die tollsten Sachen vor, oder es werden die tollsten Sachen manchmal beschrieben oder empfohlen von Mitgliedern, die sich leider noch nicht so auskennen mit der Heißluftfritteuse, die dann auch einfach geschrieben haben, ja, ich kippe das Öl unten in den Korb rein und backe dann darauf meine Fleisch. Was ja einmal komplett gegen den Sinn der Heißluftfritteuse ist, aber es ist viel gefährlicher, denn das pure Öl, wenn es in der Heißluftfritteuse drin ist, kann sich viel mehr noch erhitzen da drin, kann viel höhere Temperaturen erreichen und dadurch kann es auch zum Brand kommen. Also unbedingt nicht Öl pur reinkippen. Dann geht es weiter, Mehrfachsteckdosen. Bitte achtet darauf, dass die für eine Belastung von mehr als 2000 Watt ausgelegt sind. Da gibt's, ich verlinke hier auch unten drunter nochmal einen ja, Beitrag zur Sicherheit von der Feuerwehr, Brandrisiko, Mehrfachsteckdosen. Ich war ja von YouTube auch zu so einem Webinar eingeladen und da wurden wir darauf hingewiesen, dass doch immer mehr Videos inzwischen auf YouTube veröffentlicht wird und ja, uns inzwischen wichtig geworden ist, dass wir in unserem Video auch den Punkt ansprechen, dass wenn die Videos gefallen, dass man doch einen Kommentar, ein Like da lassen sollte. Es gibt eine neue Funktion, Hype heißt die, und da könnte man dann das anklicken an dem Video. Das sind dann für YouTube wichtige Signale, dass sie wissen, das Video ist wichtig, es ist beliebt und dann wird das Video auch mehr ausgespielt. Weil die haben inzwischen so viele Videos, die ausgespielt werden, damit die gar nicht mehr richtig entscheiden können, welches Video ist jetzt eigentlich wirklich relevant und wichtig für die Zielgruppe. Und dann ist es für YouTube inzwischen auch ein wichtiges Merkmal, wenn das in den Videos mit dargestellt wird. Und das sollten wir euch doch mitteilen. Das würde uns helfen, wurde uns gesagt. Und ja, ich sage danke, wenn ihr meine Videos kommentiert, ein Like da lasst. Oder wenn dir meine Videos gefallen, dann sogar ein Abo. Dann bekommst du neueste Informationen mitgeteilt, automatisch. Und es kostet dir aber auch keinen Cent mehr. Das ist ein kostenloser Service von YouTube. Ja, das sollten wir in unseren Videos auch mal mitteilen, wurde uns gesagt.